You guys good? We are ready and you can go. Oh! Ich bin nicht einverstanden, im Prinzip, dass hier November und Dezember nicht erreicht wird. Ich reg mich jedes Mal auf. Es ist zu Recht, sagen die Leute, es ist ein alter Stand, ist ein alter Stand, ist ein alter Stand. Aber wann haben wir dann den neuen Stand? AMG.EA als Plattformprojekt für Mercedes-AMG ist eines der größten Entwicklungsprojekte, die wir in der Firmengeschichte jemals gemacht haben. Es ist so viel mehr als nur ein einzelnes Fahrzeug, weil wir mit dieser Plattform das erste Mal wirklich den Sprung ins kalte Wasser, nämlich ein High-Performance-Elektrofahrzeug wagen. Für uns war es das größte Entwicklungsprojekt, was wir bei Mercedes-AMG in der Unternehmensgeschichte gemacht haben. Ein AMG-Fahrzeug ist kein Mainstream-Auto. Eine neue Plattform zu generieren bedeutet, die Zukunft zu beschreiben, unabhängig vom Antrieb. Uns war im Voraus, glaube ich, sehr bewusst, worauf wir uns einlassen. Zu wie vielen Herausforderungen es allerdings am Ende kommt und gekommen ist, war uns, glaube ich, in dem Ausmaß auch nicht klar. Mein Name ist Setback. Ich bin bei der Mercedes-AMG verantwortlich für die Fahrdynamik-Simulation und der Fahrdynamik-Integration. Weil Innovationen immer wieder Herausforderungen mitbringen, die unplanbare Themenfelder einfach ebnen. Genau das hat den Anspruch für uns ausgemacht. Wir haben uns mit der Firma einer Softwareentwicklungsstrategie gewidmet, bei der wir ein Hauptaugenmerk auf das Thema Regelung legen. Also ein besonderes Highlight natürlich ist der AMG Race Engineer, den wir nur auf Basis eben dieser Softwareentwicklung mittlerweile in die Fahrzeuge integrieren konnten. In Summe finden sich im AMG.EA 3 Drehsteller. Das ist zum einen der Response Control Drehsteller, zum anderen gibt es den Agility Control Drehregler und zu guter Letzt eine Traktionskontrolle. Die Abhängigkeiten dieser 3 Drehregler für die Kunden wirklich erlebbar zu gestalten, war eine der größten Challenges, denen wir uns stellen mussten. Uns war von Anfang an klar, dass wir im Winter uns anschauen müssen, wie ist das Zusammenspiel unserer Regelsysteme. Die Testings in Schweden finden auf sogenanntem My-Low statt. Das heißt einfach mit niedrigen Reibwerten. Das macht Schweden für uns zu einem der besten Testgelände, um eben die Themen, vor denen wir stehen, auf den Punkt zu bringen. Wir hatten zum ersten Mal einen Stand erreicht, mit dem wir uns dem Management und dem Feedback des Managements gestellt haben. Die Jungs zeigen euch jetzt heute, was wir über den Winter hinweg in die Autos erarbeitet haben. Es wirkt ein sehr guter Stand und ansonsten lassen wir einfach die Fahrzeuge für euch sprechen. Fahren oder nicht fahren? Fahren, okay. Wir hatten wirklich ein fahrendes Produkt auf diesen besonderen Bedingungen, mit denen wir bis zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden gewesen sind. Wahnsinn. Unglaublich, die Spreize. Und wieder einfach. Das ist schon so cool. Also, das wird der Hammer. Ja. Also, Unser Herzblut hängt ja da auch dran. Wir wollen Ja. das ja so gut machen wie eben möglich. Perfektionismus. Und dass das Auto jetzt so fährt, war ein harter Weg. Aber ich bin Ja. verdammt stolz auf euch. Mega cool. Danke für Freut deine mich. Arbeit soweit. Gerne, sehr gern. Das ist ein sehr schöner Moment gewesen in Summe. Gleichzeitig aber auch wussten wir, dass wir noch lange nicht am Ende des Projektes sind und dass die nächste Herausforderung eigentlich schon vor der Tür steht. Ich erinnere mich noch gut an die Szenerie, die wir in Papenburg miteinander erleben durften, bei denen wir plötzlich vor einem ganz anderen Fahrzeug gestanden sind. Das, was wir in Papenburg gesehen haben, Bewertungskriterium Lastzugabe unter Querbeschleunigung.
Das heißt, wir haben volle Leistung auf allen Aggregaten. Das ist das, was ihr erleben werdet. Hat uns eiskalt erwischt. Das Fahrverhalten für einen AMG ist für uns immer ein sehr emotionales Erlebnis. Sehr, sehr wichtig für uns ist auf jeden Fall, dass wir ein kontrollierbares, aber auch heckbetontes Fahrverhalten darstellen können, ohne die Fahrsicherheit zu gefährden. Genau in der Kurve ist ziemlich breite Auslaufzone am Ende. Da kann man immer mal ausprobieren, was passiert jetzt im Fahrverhalten. Und uns wird ja immer oft vorgeworfen in dem Unternehmen, ja, ihr Fahrdynamiker, ihr fahrt ja immer mit dem Nagel im Kopf. Ja, das ist zum Teil richtig und wir machen das für die 2%, die wirklich Spaß haben wollen. Wir haben an unsere Produkte den Anspruch, auch sogenannte ESP-Off-Funktionen an den Kunden zu übergeben. Das sind unsere Stabilitätsprogramme, die eigentlich immer den Sicherheitsanker darstellen, eben aber auch im Off sehr viel Fahrspaß eben ebnen können. Genau diesen Bereich für den Kunden erlebbar zu machen, mit dieser immensen Leistung, die da drin ist, eine ganz neue Challenge. Jetzt wird es einen Sprint innerhalb des Marathons geben, mit dem klaren Ziel vor Augen, auf der nächsten Fahrdynamik-Klausur zu liefern. Dann würde ich sagen, du hast den Job nicht gemacht. Also, wie machen wir das? Ich reg mich jedes Mal auf. Zu Recht sagen die Leute, es ist ein alter Stand, ist ein alter Stand, ist ein alter Stand. Aber wann haben wir dann den neuen Stand? Wir haben viele Mitarbeiter, die ein Herz für Motorsport haben oder selber im Motorsport aktiv gewesen sind. Und jeder kennt die Situation, im Boxenstopp geht es darum, in der kürzestmöglichen Zeit ein maximal perfektes Ergebnis abzuliefern. Der Fahrsimulator ist für uns ein sehr besonderes Tool. Wir versuchen, digitale Zwillinge abzubilden. Alles, was fahrdynamischen Einfluss hat, versuchen wir dort eben nutzbar zu machen, um eben selbst Kleinigkeiten in der Abweichung zum Realfahrzeug sehr schnell herausarbeiten zu können und uns selbst eine Sicherheit zu geben innerhalb dieser Abstimmungsloops. Aber das Rausbeschleunigen wird sich schon wirklich auffallen, wie viel Traktion man hier mitnehmen kann. Also der Druck im Vorlauf auf diese Fahrdynamik-Klausur war ganz klar groß. Alles Roger? Ja, ich denke schon. Ich hoffe, du siehst es nachher genauso, wenn du gefahren bist. Ja. Also wir haben ja die Aufgabe gehabt, das Auto fahrbarer zu machen. Yes. Wir fahren volle Leistung und volles Moment. Und dann kannst du das nachher selber ausprobieren. Und dann war Michael dran. Sehr geil. Also wenn du lachst, dann sehr, sehr geil. Als Michael aus dem Auto gestiegen ist Geil. und grinsend vor uns stand, Ich hätte noch fahren können, aber da wird der Magen flau irgendwann. ist uns allen ein Stück weit die Erleichterung ins Gesicht geschrieben gewesen. Eieieiei. Das wird richtig, richtig gut. Aber die Drehsteller ist schon geil. Also, ist gut, Leute, lasst das Zeug weg. Ist einfach mega geil. Also, ihr wisst, ich bin in Papenburg gegangen und habe gedacht, scheiße, ja. Aber jetzt habt ihr mal einen draufgepackt. Also ziemlich geil. Und auch so, dass ich jetzt als Nicht-Profi wie ihr, du hast immer das Gefühl, du bist sicher. Also es ist echt kontrollierbar, ja. Die Leistung dem Kunden näher zu bringen, dass du das Auto tatsächlich schrittweise ans Limit kriegst, das ist mit die Aufgabe von diesen Drehreglern. Wir haben damals schon gewusst, dass die größte Herausforderung die Integration und Ausnutzung der Triebstränge für uns in der Fahrdynamik werden wird. Und genau das hat sich eben auch bestätigt. Jemanden wie George Russell als einen der besten Fahrer der Welt
in diesem Produkt sitzen zu sehen, ist natürlich auch für uns eine Auszeichnung. Okay, maybe here on the left line. Jesus, That's fast. Nice one. That was so cool. That's cool, eh? Yeah. So easy with this much power. So easy. It has so much power on the rear. Did you put a bit of gas on me on 30% throttle? 40% throttle? Das Auto ist am Ende ein AMG GT und wir erleben ganz oft, dass Leute grinsend aussteigen. Und wie viel mehr Bestätigung braucht's? Geplant für heute ist die Straßenfreigabe eigentlich gewesen. Das werden wir Stand jetzt nicht freigeben können. Also mit dem Stand quasi, mit dem Reifegrad, wo wir jetzt gerade haben, halte ich das für kontraproduktiv. What the hell are we waiting for?